Meine Damen und Herren, Außenstudio Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere da draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Die Welt ist voller Weltrekorde, die dank der aufopferungsvollen Arbeit von Guinness dokumentiert werden. Und wenn die Guinness-Weltrekordmesser nicht gerade für ein kleines Entgelt Weltrekorde bei tschetschenischen Despoten messen, dann haben sie auch Zeit für noch sinnentleertere Weltrekorde wie letztens in Berlin. Denn hier haben Stuckateure den längsten Stuck der Welt produziert mit einer Länge von 104,27 Metern. Daraufhin meldete sich nun der Familienchef der Hohenzollern, Georg Friedrich, Prinz von Preußen, dem man hier sehen kann, wie er die Hand zeigt, die sogar weniger als 6 Finger hat, zu Wort: Na, das wurde aber auch mal Zeit, dass ihr das fertig bekommen habt. Habt ihr ein Glück, dass ich euch nicht hinrichten lasse? Zumindest noch nicht. Das hat aber extrem lange gedauert. Ich zähle das mal an meinen Fingern ab. 9, 10, 11. 11 Generationen der Hohenzollern hat das immerhin gedauert. Zum Glück haben meine Finger für das Zählen gerade noch so gereicht. Ansonsten hätte ich noch einen meiner 5 Daumen dazu nehmen müssen. So, jetzt muss ich diese gute Nachricht meiner Mutter, Schwester, Cousine mitteilen. Darmstadt. Das Brötchen hat in Deutschland viele verschiedene Namen. Fragt man beim Bäcker in Berlin nach einem Rundstück, dann kann es schon mal passieren, dass die Bäckerei-Fachverkäuferin einem selbiges dann blank zeigt. Fragt man in Bayern nach einer Bömmel, dann könnte die Bäckerei-Fachverkäuferin fragen, ob man ein an selbige hat. Fragt man nun wiederum in Hessen nach einem Weckli, dann wird die Bäckerei-Fachverkäuferin einen zum nächsten Crystal Meth Dealer verweisen. Ziemlich verwundert war eine Bäckerei-Fachverkäuferin, als in Darmstadt auf einmal ein Wildschwein in ihre Bäckerei stürmte. Leider war dieses Wildschwein dann so ungehalten, dass die herbeigerufenen Polizisten es erschießen mussten. Dazu muss ich aber auch einmal sagen, dass das Wildschwein nicht ohne Grund so ungehalten war. Denn eigentlich wollte es nur für 20 andere Wildschweine jeweils eine Tüte mit 4 Brötchen kaufen. Aber im Zuge der Kassenbonpflicht gab ihm nun die Bäckerei-Fachverkäuferin auch 20 einzelne Kassenbons. Und das war dann einfach zu viel. Leider beschwerte sich eine Rentnerin kurz danach auch darüber, weswegen sie leider von der herbeigerufenen Polizei erschossen werden musste. Denn Gesetz ist nun einmal Gesetz. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Tokio. Immer öfter produzieren Unternehmen auch Produkte außerhalb ihrer eigentlichen Branche. Samsung ist zum Beispiel nicht nur bekannt für ihre Fernseher und sich selber in Brand steckende Smartphones, sondern Samsung stellt auch Küchengeräte her. Und lange bevor man das Samsung Galaxy Fold in der Mitte falten konnte, konnte man schon Samsung Waschmaschinen falten. Was jedoch recht suboptimal war, wenn die Waschmaschine beim Falten noch lief und man dann eher aussah wie ein begossener Pudel. Und wie begossene Pudel sehen vermutlich immer noch die CEOs von Volkswagen und Microsoft aus. Denn Sony baut nicht mehr nur Fernseher und andere Unterhaltungstechnik, sondern neuerdings auch Autos. Allerdings muss ich dazu sagen, dass Sony schon seit vielen, vielen Jahren Autos baut. Nur leider hat das bisher einfach keiner mitbekommen. Denn so war die PS1 eigentlich gar nicht als Spielekonsole konzipiert worden, sondern als Auto. Leider stopft nun jemand ein Spiel in den Player der PS1 und anstatt nun draußen zu fahren, konnte er Gran Turismo zu Hause spielen. Wahre Geschichte, denn Sony hat die bezahlt. Canberra. Somnambulismus ist nicht etwa ein neues Spiel der Insomniac Games, die bekannt sind für ihre Ratchet & Clank Serie. Somnambulismus bedeutet nichts anderes als Schlafwandeln, was auch früher als Mondsucht oder Lunatismus bezeichnet wurde. Und Lunatismus ist nicht etwa auf Pornos zu stehen, die nur bei Vollmond gedreht wurden. Diese werden weiterhin in Fachkreisen Lycanthropy Porn genannt. Ich selber bin als Kind auch kurze Zeit schlafgewandelt, aber auch nur, weil meine Eltern die Fesseln nicht fest genug angezogen hatten. Experten einer von mir ausgedachten Universität gehen sogar davon aus, dass jeder zweite Mensch mindestens einmal im Leben schlafwandelt. Und so war es wenig verwunderlich, als in der Hauptstadt von Australien ein Mann nackt schlafwanderte und von der Polizei nach Hause gebracht wurde. Leider sollte sich herausstellen, dass dieser Schlafwanderer niemand Geringeres war als der australische Premierminister Scott Morrison. Und wie sich sogar noch zusätzlich herausstellte,
war der Zustand des Schlafwandelns leider nur sein Normalzustand, wie er ansonsten jeden Tag zur Arbeit geht. Das mit dem Nacktsein konnte jedoch nie geklärt werden, könnte aber auch nur sein, dass ich mir das ausgedacht hatte, weil die News so einfach lustiger klang. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Gartenpraxis-Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Gartenpraxis-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. In letzter Zeit träume ich oft davon, als kaltblütiger Diktator einer Bananenrepublik mit eiserner Hand über meine Untertanen zu herrschen. Meistens wache ich dann schweißgebadet auf und merke, dass ich gar nicht mehr in der Bananenrepublik Spandau lebe und herrsche, sondern in Rest Berlin. Und ich frage mich, ob ich mal bei meiner Tante Erna anrufen sollte, um zu gucken, wie die politische Situation in Spandau gerade ist und eine Rückkehr aus dem Exil sich anbieten würde. Als ich Spandau deshalb wieder einmal besuchen wollte und nun am Grenzposten Checkpoint Ruhlebner stand und darauf wartete, mal wieder den Kofferraum aufmachen zu müssen, was in Spandau entweder bedeutet, dass eine umfassende Fahrzeugkontrolle ansteht oder umfassender Sex in einem Kofferraum. Da fiel mein Blick auf das Gartenpraxis-Magazin, das im Zollhäuschen der Spandauer Volkspolizei am Fenster lag. Und ich erinnerte mich wieder daran, wie ich früher als Jugendlicher in Spandau im Garten meiner Tante Erna immer Doktorspiele mit allen 18-jährigen Nachbarsmädchen in meiner Gartenpraxis spielte. Deshalb sei nicht gewarnt, Gartenpraxis-Magazin, die dunkelgrüne Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort nicht mehr unter der Beobachtung der Spandauer Volkspolizei. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.